In diesem Kapitel befinden wir uns im Schnittbereich zwischen Data Science und Data Mining und Malware-Analyse. Wir bezeichnen das eben auch als Malware Clustering und Classification. Wir befinden uns im letzten Teil der Vorlesung, wo wir uns eben um Anwendungsfälle kümmern. Hier gibt es die beiden Folien, die kennen Sie, insbesondere für die Nachbereitung vielleicht nicht unwichtig, wo wir eben so ein paar Begrifflichkeiten haben, die in diesem Kapitel eine Rolle spielen werden. Wir werden uns also um Malware-Familien, Feature Extraction, Supervised und Unsupervised Learning beschäftigen oder kümmern. Genau, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, auch die Lernzielfolie kennen Sie, sondern ich möchte mit einem motivierenden Beispiel starten. Nehmen wir an, Sie seien ein Analyst, eine Analystin in einem Computer Emergency Response Team, in einem CERT, beispielsweise in einem großen Unternehmen oder einer Organisation, und es kam eben zu einem Hack oder zu einem, sagen wir mal, Malware-Vorfall, eine Malware-Infektion. Und die Forensiker spielen ihnen eben eine Reihe an Observables zu. Und das seien jetzt in dem Fall mal 5 Samples, also Malware-Binaries, beziehungsweise wir wissen eigentlich noch nicht genau, ob es wirklich Malware ist, aber die Forensiker haben halt aufgrund der Art und Weise oder der Information, aufgrund des Kontextes der forensischen Akquise schon so eine Vermutung. Und diese 5 Samples sind jetzt hier mit ihren SHA-256 Hash-Funktionen eben in dieser Tabelle mal aufgelistet. Diese Samples liegen Ihnen vor. Und Sie als Analyst sollen jetzt versuchen, so einen Überblick über dieses Set zu bekommen und so ein bisschen zu beschreiben, was machen diese Samples eigentlich. Ja, also es sind alles irgendwie ausführbare Dateien für Windows. Und Ihre Aufgabe ist eben, diese 5 Samples, dieses Dataset hier so ein bisschen zu strukturieren, zu gliedern. Und jetzt kann man sich als menschlicher Analyst natürlich hinsetzen und schaut sich alle diese 5 Samples der Reihe nach irgendwie an. Zum Beispiel mit einem Decompiler, mit einem Disassembler, also statische Code-Analyse, und danach weiß man so ein bisschen, was die Funktionalität ist, die implementiert ist in diesen Samples, und kann dann entsprechend da irgendwelche Aussagen darüber treffen. Wenn wir es aber mit deutlich mehr Samples zu tun hätten, also zum Beispiel 5000 statt nur 5, dann skaliert dieser Ansatz nicht. Also manuelle Analyse ist dann nicht die Lösung, sondern wir brauchen irgendwie eine Form von automatisierter Analyse. Und das soll auch so ein bisschen das sein, was wir so im Hinterkopf haben sollten für dieses Kapitel. Natürlich können wir uns trotzdem inspirieren lassen von der Art und Weise, wie ein menschlicher Analyst vorgehen würde. Und das wollen wir auch mal tun. Das heißt, wir würden uns irgendwelche Eigenschaften suchen, die wir an den Samples untersuchen würden, um dann diese Unterscheidung vornehmen zu können. Und da schlage ich jetzt der Einfachheit halber einfach mal nur 2 Features vor. Das erste Feature wäre die Gesamtanzahl an Funktionen pro Binary. Und das zweite Feature ist die Anzahl an Basic-Blöcken von nur einer Funktion, nämlich von der Main-Funktion. Das sind ganz bewusst mal sehr beschränkte Features und eben auch nur 2, damit es im Verlauf dieses motivierenden Beispiels nicht zu kompliziert wird. Vergegenwärtigen wir uns diese beiden Features vielleicht nochmal. Also warum schlage ich diese beiden Features vor? Na, das erste Feature, also die Anzahl an Funktionen in einem Binary, das soll so ein bisschen die Komplexität des gesamten vorliegenden Codes in irgendeiner Form messbar machen. Wenn wir uns das also zum Beispiel mal mit einem Decompiler wie IDA-Pro anschauen, dann würden wir das hier, nachdem wir die Datei eben geladen haben, hier in diesem oberen linken Bereich sehen. Das ist die Funktionsliste. Und das wären jetzt in dem Sample, was ich hier geöffnet habe, das wäre eins aus dieser Liste, 120 Funktionen. Das heißt also, hier würden 120 Funktionen eben in der Text-Section erkannt. Uns interessiert jetzt aber auch zunächst mal nicht, um was für Funktionen es sich handelt. Ja, also es ist völlig egal, ob das jetzt irgendwie statisch reingelinkte Funktionen aus der C-Laufzeitumgebung beispielsweise sind oder ob das sozusagen eigene Funktionen sind, quasi Custom Code. Sondern es geht wirklich nur um die Anzahl an Funktionen. Das wäre eben das eine Feature, und die zugrunde liegende Annahme an der Stelle wäre eben, dass man sagt, die Anzahl an Funktionen korreliert wahrscheinlich eben mit der Funktionalität, die eben in so einer Software implementiert ist. Ja, also viel Funktionalität bedeutet wahrscheinlich viele Funktionen.
einfache Malware oder einfache Software, zum Beispiel sowas wie ein Downloader, hat vermutlich weniger Funktionen. Ja, das ist jetzt einfach mal die grundlegende Annahme für dieses Feature Nummer 1. Beim zweiten Feature, also der Anzahl an Basic-Blöcken einer bestimmten Funktion, hier also nur der Main-Funktion, ist die zugrunde liegende Annahme, dass eine einfach gestrickte Funktion ohne Schleifen beispielsweise und mit wenigen Branches eben vergleichsweise wenig Basic-Blöcke hat, während eine komplexere Funktion viele Branches, mehrere Schleifen, vielleicht verschachtelte Schleifen, eben deutlich mehr Basic-Blöcke haben würde. Ja? Auch das kann man sich natürlich mal vor Augen führen, irgendwie mit einem Decompiler. Wir würden hier zum Beispiel auf diese Graph-Ansicht schauen und würden dann hier einfach die Basic-Blöcke durchnummerieren und dann hätten wir die Gesamtanzahl. Uns geht es dabei also nicht um die Ausprägung der Basic-Blöcke, also im Prinzip welche Instruktionen sich hinter einem Basic-Block verstecken, das ist egal. Und es geht uns auch nicht um die Kanten, die diese Basic-Blöcke miteinander verbinden. Ja? Also das wäre dann schon eine komplexere Datenstruktur, das wäre dann der Kontrollflussgraph. Aber das vernachlässigen wir. Es geht wirklich nur um die Anzahl an Basic-Blöcken in einer Funktion, und zwar in der Main-Funktion. Die greifen wir jetzt einfach mal beliebig raus und schauen uns nur die auf diese Art und Weise hier an. Wenn wir das getan haben, dann würden wir versuchen, diese Feature-Ausprägung irgendwie zu messen. In unserem Fall wären das jetzt beides numerische Werte, also positive Ganzzahlen. Uns muss natürlich bewusst sein, dass diese beiden Features sehr limitiert sind. Also ob die überhaupt sinnvoll sind in einem Echtwelt-Anwendungsfall, das sei jetzt erstmal dahingestellt. Es ist ja klar, Angreifer, also Malware-Autoren, Operator, die könnten die Malware natürlich bewusst so gestalten, dass sie auch solche Features, also wie diese beiden, die wir uns hier überlegt haben, umgehen. Ne? Ich kann zum Beispiel einfach nur alles versuchen, in eine Funktion zu packen. Da sind die Softwaretechniker nicht so erfreut, aber dann hätte ich möglicherweise so ein Feature wie die Anzahl an Funktionen in einem Binary natürlich irgendwie umgangen. Sie können natürlich gerne diese Features einfach mal nehmen, und das sollen Sie auch tun. Später im Lab sollen Sie einfach mal Experimente machen und gucken, wie gut eignet sich das denn? Ja, wir geben Ihnen also dann irgendwie Malware-Sample-Sets und daran sollen Sie das einfach mal ausprobieren. Zurück zu unseren Samples. Wir machen also Folgendes. Wir bestimmen diese Features. Wir haben also in unserer Tabelle nun 2 neue Spalten. Einmal diese hier, die Anzahl an Funktionen also pro Binary. Das sind diese Werte pro Sample und die Anzahl an Basic-Blöcken in der Main-Funktion. Ja, die haben wir also hier auch zusammengetragen. Das Ganze legen wir uns als CSV-Datei, also Comma Separated Values, ab. Und dann können wir beginnen, diese Daten irgendwie zu verarbeiten. Wir können also jetzt sozusagen beginnen, Data Mining hier zu betreiben. Was würden wir da vielleicht als ersten Schritt mal machen? Wir plotten uns vielleicht einfach mal diese beiden, also die Ausprägung dieser beiden Feature-Dimensionen. Und das können wir mit Hilfe eines Scatterplots ganz gut tun. Ich zeige hier mal so ein bisschen Python-Code und wir versuchen das jetzt einfach mal auf der Konsole so ein bisschen nachzuvollziehen, indem wir eben hergehen und diesen Code hier entsprechend ausführen. Wir machen das so, genau, ich habe das hier so ein bisschen vorbereitet. Wir werden Matplotlib fürs Plotten verwenden in Verbindung mit Seaborn. Das sind also Python-Pakete, die sich dafür eignen. Und für das Einlesen der Daten, jetzt hier der CSV-Daten, nehmen wir Pandas. Die haben sogenannte Data Frames. Das ist so eine Datenstruktur, die sich also hier eignet, um sie zu verwenden. Wir beginnen, indem wir einfach die Pakete zunächst hier importieren. Das ist, glaube ich, noch soweit klar. Dann ist es relativ einfach. Wir lesen die CSV-Datei, den Inhalt der CSV-Datei, den hatten wir eben auf der Folie schon gesehen, ein in ein sogenanntes Data Frame. Die Variable heißt jetzt df und das kann ich auch mal ausgeben. Das sehen wir hier. Das ist also im Prinzip einfach eben die geladene Form unserer CSV-Daten, sprich, wir haben also unsere 5 Samples, die werden jetzt hier immer nur mit der Abkürzung referenziert. Wir nehmen die ersten 4 Buchstaben des SHA-256-Hash-Wertes und die beiden Feature-Dimensionen, nämlich Number of Functions und Number of Basic Blocks. Ja, und jetzt wollen wir so einen Scatterplot eben uns darstellen lassen. Das machen wir eben mit Seaborn.
Und da müssen wir im Prinzip nur sagen, naja, welche beiden Achsen wollen wir denn hier geplottet wissen? Das ist also einmal auf der x-Achse die Anzahl an Funktionen und auf der y-Achse die Anzahl an Basic-Blöcken, also diese zweite Feature-Dimension. Wir sagen dann noch mit dem Parameter u gleich Label, dass wir hier verschiedene Farben pro Datenpunkt vorsehen wollen. Und dann zeigen wir uns, oder lassen uns das Ganze mal anschauen. Und das sieht dann eben dementsprechend so aus. Wir haben jetzt also hier unsere beiden Achsen. Auf der x-Achse sehen wir die Number of Functions in dem Wertebereich von, was ist das hier, ungefähr 50 bis etwas mehr, also 125 vielleicht. Und auf der y-Achse sehen wir die Number of Basic Blocks im Wertebereich von 5 bis 48 oder sowas. Und die Datenpunkte sind halt hier verschiedenfarbig eingezeichnet und aus der Legende ist klar, um welches Sample hier welchem Datenpunkt entspricht. Genau, das heißt, wir haben jetzt uns mal einen ganz einfachen Überblick darüber verschafft, wie die Ausprägung der Features hier für unsere 5 Samples aussieht. Und als menschlicher Analyst würde man jetzt vielleicht auch hergehen und sagen, naja, ich würde jetzt vielleicht dieses Scatterplot schon irgendwie versuchen zu interpretieren und irgendwie zu versuchen, so Subsets zu definieren. Ja, also was fällt einem vielleicht auf? Naja, es gibt hier oben irgendwie 3 Datenpunkte, die sind vergleichsweise nah beieinander und es gibt hier unten 2 Datenpunkte, die sind, vergleichsweise nah beieinander. Auf jeden Fall gibt es hier dazwischen irgendwie so einen Bereich, da ist halt irgendwie nichts. Ja, also da sind die Datenpunkte vergleichsweise weit sozusagen voneinander entfernt. Man könnte also geneigt sein, als menschlicher Analyst herzugehen und hier so Ellipsen einzuzeichnen. Und was wir dann eben gerade tun, ist, wir clustern im Prinzip die Daten. Ja, wir haben jetzt also hier intuitiv vielleicht sowas wie 2 Cluster festgelegt, nämlich einmal hier oben dieses Cluster und einmal hier unten dieses Cluster. Das wollen wir natürlich jetzt nicht als menschlicher Analyst irgendwie tun, indem wir Ellipsen einzeichnen, sondern wir wollen das Ganze natürlich programmatisch, methodisch tun. Und dazu müssen wir den Abstand, also diese Distanz der Messpunkte, paarweise zueinander messen. Und das funktioniert eben zum Beispiel über die Euclidean Distance, also die euklidische Distanz. Es gibt einen Spezialfall davon und da wir es hier mit dem 2D zu tun haben, also im zweidimensionalen Raum, also x und y, kann man das sich aus dem Satz des Pythagoras ganz gut herleiten. Also der sagt ja eben hier, wir haben also ein gleichschenkliges Dreieck, a, b sind die beiden Schenkel und c ist die Hypotenuse und dann gilt eben a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat und wenn wir das umstellen, sodass wir hier c auflösen, dann haben wir eben hier c gleich Wurzel aus a Quadrat plus b Quadrat. Das Ganze ist jetzt nur beschränkt auf den 2D, aber es lässt sich ganz gut darstellen, denn was wir eigentlich wollen, ist genau die Länge der Hypotenuse hier zu ermitteln. Wenn wir das versuchen, ein bisschen zu verallgemeinern, also auch für mehrdimensionale Räume, dann haben wir es eben mit der euklidischen Distanz zu tun, Euclidean Distance, und die ist eben natürlich auch definiert für 2D, aber eben auch für höherdimensionale Räume mit gewissen Einschränkungen. Und das kann man sich eben so vorstellen, wir haben 2 Vektoren, die zu unseren Punkten führen. Also unsere Punkte seien jetzt einfach mal beispielsweise 2 von diesen 5 und die bezeichnen wir als P und als Q. Und diese Punkte sind hier eben mit Tupeln bewertet und das sind eben genau die Ausprägung der entsprechenden Feature-Dimensionen. Das heißt also, in der Feature-Dimension Number of Functions hat also Q beispielsweise hier den Wert 120, ja. Und in der Feature-Dimension Number of Basic Blocks hat eben Q den Wert 47. Ja, beziehungsweise genau, hier, der Datenpunkt ist ja hier bei dem blauen. Und das können wir jetzt eben berechnen, also mathematisch könnte man das tun, aber wir wollen das natürlich im Rechner tun. Das heißt, was wir machen, ist wahrscheinlich irgendwie uns eine Implementierung eben in Python bauen. Also wir implementieren im Prinzip einfach diese Formel. Das können wir zum Beispiel in PurePython tun. Das ist hier einmal dargestellt. Und das würde eben zum Beispiel wie folgt passieren. Wir haben die Variablen P und Q, die unseren beiden Punkten hier entsprechen. Die wären jetzt 2 Tupel beispielsweise.
Und dann haben wir hier eine temporäre Variable, die so einen Zwischenschritt erfasst, die nennen wir temp. Und was wir hier eben machen, ist im Prinzip einfach das unter der Wurzel hier entsprechend zu berechnen. Und im nächsten Schritt, also in diesem Schritt, würden wir dann tatsächlich die Wurzelfunktion drauf anwenden auf unseren Zwischenschritt. Und dann hätten wir als Distance, also in der Variablen Distance wird das Ergebnis hier gespeichert, einen Wert von 75 und ein paar zerquetschten. Das ist also die Distanz, ja, die wir hier zwischen den Punkten P und Q gemessen haben. Wie immer müssen wir uns vergewissern, ne? Also die Mathematiker zählen ja gerne 1 basiert. Wir Informatiker, also gerade wenn wir hier mit Tupeln arbeiten, beginnen natürlich mit 0. Ne? Das heißt also nicht dadurch verwirren lassen, dass also hier die Indizes entsprechend anders sind, nämlich hier 1 und 2 jeweils und hier eben 0 und 1. Typische Bibliotheken für Scientific Computation, sowas wie SciPy oder NumPy, die bringen Implementierungen mit für typische Distanzfunktionen, eben auch für die Euclidean Distance. Was man also auch machen könnte, anstelle dieser, ich sag mal, Pure Python-Implementierung, die wir jetzt gerade hier uns angeschaut haben, die habe ich hier unten nochmal dargestellt, kann man auch auf eine Implementierung zurückgreifen. Das ist hier in diesem etwas größer dargestellten Bereich jetzt nochmal implementiert. Das sieht auf den ersten Blick vielleicht komplexer aus, ist es aber gar nicht, denn wenn man ehrlich ist, muss man eigentlich nur den Bereich hier unten vergleichen. Genauer gesagt eigentlich fast nur die Zeile 96, in der nämlich der Aufruf der Distanzfunktion hier passiert. Also es ist wirklich relativ einfach. Wir hantieren aber in dem Bereich hier oben mit etwas anderen Datenstrukturen und das habe ich der Vollständigkeit halber hier nochmal mit aufgenommen. Während wir als hier in der Pure Python-Variante mit Tupeln zu tun hatten, können wir wenn wir im Kontext dieser SciPy-Bibliothek bleiben, aus dem Data Frame, in die wir ja unsere CSV-Daten importiert haben, mit NumPy Arrays arbeiten. Und das habe ich hier mal ausgegeben. Also wir haben hier ein Array, das genau unserem Data Frame entspricht. Allerdings sind die Labels eben hier nicht mehr drin. Die brauchen wir aber an der Stelle auch gar nicht für die Distanzberechnung. Und wir können dann relativ einfach mit dieser Slicing-Syntax zum Beispiel sagen, also wir nehmen uns das erste Element, das wäre unser Q, und das letzte Element, ja, das wäre also unser P, und die packen wir uns hier in entsprechende Variablen. Das machen wir eben über diese Slicing-Notation, das sieht man hier ganz schön. Und dann lassen wir hier unten die Distanz zwischen P und Q berechnen und machen das aber eben genau über die von der Bibliothek zur Verfügung gestellte Implementierung. Lohnenswert ist das in der Regel, solche Implementierungen hier zu benutzen. Warum? Die sind im Backend häufig eben in C implementiert oder zumindest optimiert. Manchmal eben so, dass sie dann nativ implementiert sind in C oder C++ und das bringt Geschwindigkeitsvorteile. Bei unseren kleinen Beispielen, 5 Samples, 2 Dimensionen, ist das vermutlich nicht wirklich ausschlaggebend. Aber klar, also wenn wir es mit mehr Dimensionen und deutlich mehr Samples zu tun haben, dann kann das durchaus einen Unterschied machen, denn diese paarweise Distanzberechnung, das werden wir später noch sehen, wenn wir uns die Komplexität anschauen, die fällt tatsächlich massiv ins Gewicht. Das heißt, wir haben jetzt eine Idee oder einen Kernschritt, nämlich das Messbarmachen des Abstands von unseren Datenpunkten mal betrachtet, nachdem wir eben diese Features definiert haben. Und wohin wir uns gerade entwickeln, ist das sogenannte agglomerative hierarchische Clustern. Und dazu gehört eine Visualisierungsform oder man könnte auch sagen eine Datenstruktur, die mit einer Visualisierung gepaart ist, nämlich das sogenannte Dendrogramm. Und genau das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen.